So, jetzt mache ich die Programmierung mal mit einem Sender am echten System, in dem Fall ein Spektrum-Sender. Verschiedene Möglichkeiten natürlich, wie man den Servoweg einstellen kann, justieren kann, je nach Sender. Beim Spektrum nehme ich normalerweise einen freien Mischer, gebe als Signalquelle den Schalter an und als Ziel den Lichtkanal. Man muss eigentlich darauf achten, dass man nicht irgendwelche anderen Geber auf diesen Kanal zuordnet, weil man sonst natürlich die Position komplett verändern kann und nachher nicht in die Richtung kommt, die man haben möchte. So, Lichter angeschlossen, Empfänger angesteckt, angeschlossen. So, das heißt, wenn ich mir die Servoeinstellung anschaue, bin ich jetzt auf 000. Mein Schalter macht noch gar nichts. Wenn ich jetzt sage, ich will hier Licht aushaben, gehe in die Mischereinstellungen rein, wähle den Wert an und fahre hier mal einfach runter auf, bis es aus ist. Minus 100, minus 125, minus 150, also ganz auf Minus einfach. So, Mittelstellung. So, möchte ich jetzt haben, wenn man sich das Muster anschaut, ich möchte haben Positionslicht, Blitzlicht, Beacon. Das wäre dann irgendwo im Bereich von 50%. Ich drehe mal hoch. Beacon ist schon an, Positionslicht an. Doppelblitz haben wir schon. Doppelbeacon ist mir jetzt zu viel. Ich mag eigentlich nur den einfachen Beacon haben. So. Positionslicht an, Blitzlicht doppel, Beacon einfach. Passt. Dritte Stellung, Schalterstellung. Ich möchte das gleiche Muster haben, mit dem Scheinwerfer zusätzlich eingeschaltet. Das heißt, ich fahre wieder hoch. Muss im Bereich von 80% sein, laut Tabelle. Scheinwerfer sind an. Beacon ist einfach, Blitze sind doppelt. Und ich bin schon fertig. Das heißt, ich habe aus, Mittelstellung Fluglicht an, dritte Stellung Scheinwerfer dazu. Und man kann diese Programmierung natürlich jetzt auch aktivieren über einen Fahrwerksschalter, über einen Landeklappenschalter. Das bleibt jetzt jedem selbst überlassen, wie er seine Logik in der Fernsteuerung realisieren möchte. Natürlich für Flugphasen, logische Schalter, alles möglich. So, vielleicht noch, was fällt mir noch ein zur Black 4 Steuerung? Sie deckt natürlich fast alle Aufgaben in normalen Flugzeugen ab. Leistungsmäßig braucht man sich bei normalen Systemen auch keinen Kopf machen. Die Black 4 hat, ich schaue mal ganz kurz nach, dass ich nichts Falsches sage, bis zu 5 Ampere pro Kanal werden festgelegt und in Summe dürfen es maximal 8 Ampere sein, die laufen. Das reicht für alle normalen Modelle. Bei großen Maschinen, 3 Meter Maschinen mit sehr vielen Lichtern, kommt man dann schon an die Grenzen. Da machen dann aber auch die größeren Steuerungen. Ja, zum Schluss noch Schutzfunktionen und Betriebsumgebung für die Steuerung, für die Black 4. Unilight-Lichter sind prinzipiell immer für 2S-Betrieb ausgelegt, so wie sie sind. Das heißt, die Steuerung ist auch dafür gedacht. Es gibt einen Unterspannungsschutz in der Steuerung. Das heißt, wenn die Spannung unter 6 Volt im Bereich sinkt, fängt die blaue LED an langsam zu blinken und die Lichter werden abgeschaltet und dann immer wieder alle 10 Sekunden für 1 Sekunde circa in Betrieb genommen, dann wieder abgeschaltet und die blaue LED blinkt durchgehend. Das ist einfach ein Zeichen für zu geringe Betriebsspannung. Des Weiteren gibt es einen Kurzschlussschutz und Überlastschutz drin, der die Steuerung abschaltet. Das kann ich kurz mal zeigen. Ich drehe mal wieder auf, dass die Ausgänge aktiv werden. Und wenn man jetzt einen Kurzschluss hat, das sollte man natürlich jetzt nicht absichtlich machen. Ich habe jetzt einfach einen sehr hohen Lastwiderstand. Ja, kontaktiert, dann blinkt die blaue LED ganz schnell. Das heißt Kurzschluss. Nach einigen Sekunden gibt es ein Recovery und die Steuerung versucht erneut in Betrieb zu gehen. Wenn alles gut ist, läuft sie ganz normal weiter. Dennoch, ein Kurzschlussschutz ist nie hundertprozentig, man kann sie trotzdem damit zerstören. Also es ist nur eine Hilfe. Man sollte eigentlich betrachten, es gibt Situationen, wo ein Kurzschlussschutz oder ein Unterspannungsschutz hinderlich ist, wäre zum Beispiel beim Nachtfliegen. Weil selbst wenn beim Nachtfliegen irgendwo ein Kreis, ein Kabel kaputt geht, eine Isolation zerstört wird, will man nicht, dass sich das ganze Modul abschaltet, auch wenn es richtig wäre. Man möchte das Modell lieber retten, dann ist lieber das Modul der Verlust. Man kann diese Funktion abschalten bei aktuellen Steuerungen. Das würde ich aber nur auf Anfrage, also bitte ein E-Mail an info@unilet.at schicken, dann sage ich, wie das geht. Das ist keine Sache, die man machen sollte, weil einfach dann geht es natürlich auch um Gewährleistung und um Funktion. Okay, so viel dazu. Das war mal die Grundfunktion also die Grundbedienung von allen Unilet-Steuerungen. Natürlich am Beispiel der beliebtesten Black 4. Bis zum nächsten Mal.